Eine der tollen Eigenschaften der Wissenschaft ist, wenn Wissenschaftler eine Entdeckung machen, dann passiert das nicht immer auf vorgeschriebene Weise, wie etwa nur in einem Labor unter strengen Auflagen, in weißen Laborkitteln und mit allerlei wissenschaftlichen Geräten, die Piep machen. In Wirklichkeit sind die Ereignisse und Personen, die an einigen der wichtigsten Entdeckungen beteiligt waren, äußerst seltsam und vielfältig. Mein Beispiel: die seltsame Geschichte der Zelltheorie. Die Zelltheorie besteht aus 3 Teilen. 1. Alle Organismen bestehen aus einer oder mehreren Zellen. 2. Die Zelle ist die grundlegende strukturelle und funktionelle Einheit des Lebens. Und 3. Alle Zellen entstehen aus anderen Zellen. Um ehrlich zu sein, klingt das alles unglaublich langweilig. Bis man die Welt der mikroskopischen Organismen genauer betrachtet. Und wie diese Theorie entstand. Alles begann Anfang des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden, wo ein Brillenmacher namens Zacharias Janssen das erste Verbundmikroskop erfunden haben soll. Und dazu das erste Teleskop. Beide Behauptungen werden oft angezweifelt, denn offenbar war er nicht der einzige gelangweilte Mann, der zu dieser Zeit mit einer Menge Glaslinsen spielte. Trotzdem wurde das Mikroskop bald zu einem begehrten Objekt, mit dem jeder Naturforscher und Wissenschaftler seiner Zeit spielen wollte. Damit ähnelt es dem iPad unserer Zeit sehr. Einer von ihnen war ein niederländischer Landsmann namens Anton van Leeuwenhoek. Er hatte von diesem Mikroskop-Dingsbums gehört und statt eines zu kaufen, beschloss er, sein eigenes zu bauen. Und es war in der Tat eine seltsame kleine Vorrichtung, denn sie sah aus wie eine kleine Kelle von der Größe eines Sonnenbrillenglases. Hätte er 2 zusammengesteckt, wäre das wahrscheinlich eine tolle Sonnenbrille geworden, mit der man nicht viel sehen könnte. Na egal, als Leeuwenhoek sein Mikroskop fertig hatte, ging er in die Stadt und untersuchte alles, was er finden konnte. Einschließlich des Drecks auf seinen Zähnen. Ja, du hast richtig gehört. Er entdeckte tatsächlich die Bakterien, indem er Zahnablagerungen untersuchte. Wenn man bedenkt, dass sich die Menschen damals nicht oft, wenn überhaupt, die Zähne geputzt haben, gab es wohl jede Menge Bakterien, die er sich ansehen konnte. Als er über seine Entdeckung schrieb, nannte er sie nicht Bakterien, wie wir sie heute kennen. Er nannte sie Animalculi, weil sie für ihn wie kleine Tiere aussahen. Während Leeuwenhoek den Schmutz aus seinen Zähnen anstarrte, schickte er auch Briefe an einen wissenschaftlichen Kollegen in England, der Robert Hooke hieß. Hooke war ein Mann, der wirklich alle Aspekte der Wissenschaft liebte. Also versuchte er sich in allem ein bisschen, auch in der Physik, Chemie und Biologie. So ist es Hooke, dem wir den Begriff Zelle zu verdanken haben, da er ein Stück Kork unter seinem Mikroskop betrachtete und die kleinen Kammern, die er sah, ihn an Zellen erinnerten. Oder an die Räume, in denen die Mönche in ihren Klöstern schliefen. Stell dir Studentenwohnheime vor, nur ohne Fernseher, Computer und wirklich nervige Mitbewohner. Hooke war einer der am wenigsten geschätzten Wissenschaftler seiner Zeit. Daran war er selbst schuld, da er sich mit einem der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten, Sir Isaac Newton, angelegt hatte. Ich sagte ja, Hooke hat sich in vielen verschiedenen Bereichen versucht. Nun, nachdem Newton ein bahnbrechendes Buch darüber veröffentlicht hatte, wie sich die Planeten aufgrund der Schwerkraft bewegen, behauptete Hooke, Newton habe sich von Hookes Arbeiten in der Physik inspirieren lassen. Newton gefiel das, gelinde gesagt, gar nicht. Dies führte zu einer angespannten Beziehung zwischen den beiden, bis über Hookes Tod hinaus, da ein großer Teil von Hookes Forschung, sowie auch sein einziges Porträt, dank Newton verschlammt wurde. Vieles davon wurde zum Glück nach Newtons Zeit wiederentdeckt, aber nicht sein Porträt, denn leider weiß niemand, wie Robert Hooke aussah. Im 19. Jahrhundert entdeckten 2 deutsche Wissenschaftler dann etwas, was für uns heute wohl offensichtlich ist. Aber dabei half die Zelltheorie letztendlich zu vollenden. Der erste Wissenschaftler war Matthias Schleiden, ein Botaniker, der gerne Pflanzen unter dem Mikroskop untersuchte. Nach jahrelangem Studium verschiedener Pflanzenarten dämmerte ihm schließlich, dass alle Pflanzen, die er sich angesehen hatte, aus Zellen bestehen. Zur gleichen Zeit war am anderen Ende Deutschlands Theodor Schwann. Nicht nur untersuchte er tierische Zellen unter dem Mikroskop und verlieh einer speziellen Art von Nervenzelle seinen Namen, sondern er erfand auch Kreislaufatemgeräte für die Feuerwehr und er hatte sehr ansehnliche Koteletten. Nachdem er eine Zeit lang tierische Zellen studiert hatte, kam auch er zu dem Schluss, dass alle Tiere aus Zellen bestehen. Er wandte sich sofort per Briefpost, da Twitter noch nicht erfunden worden war, an andere Wissenschaftler, die mit Schleiden auf demselben Gebiet arbeiteten.
Dieser meldete sich bei ihm und die beiden begannen an der Zelltheorie zu arbeiten. Es kam zu einem Streit zwischen ihnen. Was den letzten Teil der Zelltheorie betrifft, dass Zellen aus bereits existierenden Zellen entstehen, Schleiden konnte sich diesem Gedanken nicht ganz anschließen, da er schwor, dass die Zellen durch freie Zellbildung entstünden, wobei sie sich einfach spontan in ihre Existenz hineinkristallisieren. Zu diesem Zeitpunkt stieß der Wissenschaftler Rudolf Virchow hinzu, dessen Forschungen zeigten, dass Zellen tatsächlich aus anderen Zellen stammen. Diese Forschung war eigentlich, wie soll man es sagen, ohne Erlaubnis von einem jüdischen Wissenschaftler namens Robert Remak ausgeliehen, was zu einer weiteren Fehde zwischen zwei Wissenschaftlern führte. Somit von Zahnablagerungen über einen erbosten Newton und Kristallisation bis hin zu Schwanzellen wurde die Zelltheorie zu einem wichtigen Bestandteil der heutigen Biologie. Einige Dinge, die wir heute über die Wissenschaft wissen, mögen langweilig erscheinen. Aber wie wir zu diesem Wissen gelangten, ist unglaublich faszinierend. Wenn dich also etwas langweilt, grab tiefer. Dahinter steckt wahrscheinlich eine wirklich seltsame Geschichte. Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen zu allen möglichen Themen, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.